Ja, herzlich willkommen, liebe Freunde, heute bei einem neuen Videodreh mit einem Porsche Carrera GT. Das ist so ziemlich das Schärfste, was Porsche bisher überhaupt gebaut hat. Wir haben ja hier mal so einen Film gemacht von einem gelben Auto, sind den aber nicht gefahren. Das machen wir heute. Wir zeigen euch mal, wie der wirklich losgeht. Alles Weitere gleich beim Fahren. Das ist jetzt für mich auch was ganz Besonderes hier, Porsche Carrera GT. Der Wagen sollte ja eigentlich bei Le Mans gefahren werden. So entstand damals überhaupt die Idee, so einen Supersportwagen zu bauen. Es sind davon 1270 Stück am Ende produziert worden. Gebaut wurde dieses Superteil vom Jahr 2003 bis 2006, also nur 3 Jahre lang. Die Autos haben damals gekostet 450.000 €, was schon richtig Geld war. Und ich kann euch sagen, eine Zeit lang haben die dann so ein bisschen gedümpelt. Aber die letzte Zeit, die letzten Monate gehen die Autos von der Entwicklung nach oben, weil man erkannt hat, sowas hat Porsche nicht mehr aufgelegt. Und das Auto ist ja ein absolutes, außergewöhnliches Faszinosum. Ich fahre ihn jetzt erstmal ein bisschen, dass er warm wird. Also nur mal was zu den Daten. Er macht in 3,5 Sekunden ist er auf 100, in 6 Sekunden ist er auf 160 und in 9 Sekunden auf 200. Also wer sich ein bisschen auskennt, der weiß, dass eigentlich normalerweise nur Militärflugzeuge schneller sind. Das Auto geht ab wie verrückt. Leistet dabei, hat einen 10-Zylinder-Saugermotor, das ist übrigens wichtig. Und der leistet, was hat er, 5,5 Liter Hubraum, glaube ich, auf 5,7. 5,7 hat er 5,7 Liter Hubraum und leistet dabei 612 PS. Aber das ist deshalb so heftig, weil der Wagen nur 1,3 Tonnen wiegt. Und ich habe eben gerade bei dem Kanaldeckel gemerkt, also der nimmt ja wirklich jeden Millimeter der Straße mit und saugt sich geradezu fest. Das muss er auch. Also er läuft fast 340 Stundenkilometer Spitze, was natürlich irre ist. Das ist ein absolutes Sportgerät, ein absoluter Supersportwagen. Und das werden wir euch gleich mal zeigen. Also schaut euch mir erstmal an, wie futuristisch und heute nur aktuell toll designt das Auto ist. Hier der Knauf ist übrigens aus Balsaholz, was ganz, ganz edles, ganz, ganz selten. Hier vorne ist die schmale Mittelkonsole. Also schaut euch das mal an, der Wagen, der dreht bis gut 8.500 Umdrehungen. Ist nicht üblich für ein normales Auto, hat einen Saugermotor mit 10 Zylindern, ist halb voll, das ist die Tankanzeige und Temperatur. Hier vorne ist der Öldruck und hier die Geschwindigkeit. Der Tacho geht bis 370, also ich glaube 350 Tacho macht er auch. Und das ist natürlich absoluter Wahnsinn. Also ich spüre jetzt schon, Auto hat ja nur dieses Monocoque, ist ein Mittelmotorsportwagen, wie man da drin sitzt, wie eingebettet, bretthart der Wagen. Das muss aber auch sein, dass also sämtliche Details hier sind ja aus dem Rennsport übernommen. Es gab 1998, hat Porsche den GT1 911 GT1 gewonnen bei Le Mans. Und das Fahrwerk und das Fahrgestell, das ist alles konzipiert, oder das ist die Grundlage, ist dieser 911er gewesen. Naja, er hier hat auch einen Rennsportauspuff, dass man ihn richtig gut hört, den Sound. Das Auto ist üblicherweise ein bisschen leiser, aber bei dem hier nicht. Wahnsinn. Naja, das ist eine wahnsinnige Rennmaschine. Also vielleicht mal was zu den Preisen erwähnt. Wie gesagt, er hat gekostet 450.000 neu, das ist ja beinahe 20 Jahre her. Wobei unser Auto ist aus dem Jahr 2006. Mittlerweile kostet so ein Wagen das Doppelte und ich kann euch sagen, wir haben das Auto vor 2 Tagen auf unserer Homepage hochgefahren. Wir haben schon so viele Anfragen. Ich gehe mal davon aus, dass der Wagen in Kürze weg ist. Kann euch aber sagen, ich habe ein weiteres Auto in der Hinterhand, denn wir machen daneben unseren schweren Oldtimern, das kennt ihr ja, wisst ihr ja, auch solche schweren Supersportwagen.
Wir gehen da mit der Zeit, weil das ist einfach aktuell und ich sag mal, das sind Autos, die könnt ihr heute wirklich toll fahren. Oh, ist ja furchtbar. Nee, nichts für einen alten Mann. Also das ist ja eine Rennkupplung hier. Daran muss ich mir erst noch ein bisschen gewöhnen. Aber schaltet sich gut. Übrigens zur Information, die Schaltung ist deshalb so dicht am Lenkrad, weil der Wagen ist ja wirklich für Renneinsätze gebaut. Und da müsst ihr ganz schnell rack, 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 so geht das. Deswegen ist das ganz dicht beieinander. Ihr seht ja, dass die Schaltung höher ist als beim normalen Auto. Hat übrigens eine 6-Gang-Schaltung. Ja, ein rauscht ganz schön ab. Ihr habt ja gesehen, Auto hat ein Targa-Dach. Ist genau genommen Cabriolet. Man kann auch sagen Targa. Aber das ist natürlich, also vom Fahren her ist das Auto absolut irre. Das ist übrigens einer der letztgebauten hier aus dem Baujahr 2006. Und der Wagen hat erst original 9.700 Kilometer gelaufen. Ist auch ein Kunde von uns mit einer großen Sammlung, der gesagt hat, ich habe über 20 Autos, hat also nur solche Sachen. Ich baue das jetzt mal langsam ein bisschen ab, weil ich kann ja nicht jeden Tag ein anderes Auto fahren, die Zeit hat er gar nicht. Und dadurch sind wir an diesen tollen Wagen gekommen. Das ist also ein deutsches Auto mit kompletter Historie. Der Wagen ist unfallfrei. Ist übrigens wichtig, der Wagen hat keine elektronischen Helfer und deswegen gibt es mittlerweile immer mehr Unfallwagen, was den Wagen angeht, weil das Auto zu beherrschen, muss man wirklich Auto fahren können. Und es hat schon ganz viele Crash gegeben mit den Autos. Naja, also so eine Beschleunigung habe ich auch nicht jeden Tag. Ist schon irre, was der kann, aber super Auto. Also ich bin mir ziemlich sicher, bei den Leistungsdaten, der geht auch im Preis noch weiter nach oben. Also wer wirklich einen guten GT haben möchte, da gibt es nicht ganz so viele, es gab auch viele US-Autos, der muss sich den Wagen nehmen. Gibt da nur ganz, ganz wenige mit wenig Laufleistung, unfallfrei, deutsche Autos. Also vielleicht mal was zur Information, was wir gerade eben hatten. Das Auto hat ja eine wahnsinnige Beschleunigung, aber entsprechend auch einen Wahnsinns-Sound. Da kam eben ganz böse eine Bäuerin aus dem Haus gelaufen, hat so geschimpft. Deswegen drehen wir jetzt mal woanders. Das liegt ganz offensichtlich daran, dass das Auto einen Sound hat wie eine Phantom 5. Also Phantom 1, wie heißt der Düsenjäger, also wie eine Phantom auf jeden Fall. So, und der fährt auch ganz genauso, aber es gibt Leute, die finden das nicht so gut. Also man kann ihn, glaube ich, wenn man das Schalter geht, so ein kleiner Schalter, kann man das ein bisschen leiser machen, aber sonst brüllt das Ding ja los, das ist unglaublich. Naja, habt ihr gerade gehört, das meinte ich eben gerade. Und das gefällt nicht jedem. Wir sind ja in einer sehr, sehr schönen Landschaft. Ich meine, so ein Auto fährt man ja auch nicht jeden Tag, das sieht man ja, er hat 9.000 gelaufen jetzt in 18 Jahren, okay, so what. Ist in dem Sinne jetzt auch kein Umweltverpester, verbraucht 15 bis 18 Liter. Das braucht man nur mal mit 18 PS, mit 612 PS. Aber was ich euch nicht empfehlen würde, in der ländlichen Gegend morgens Vollgas zu geben. Ist das hier links rein? Ja. Also das würde ich bei dem Auto nicht machen, weil da fallen sämtliche Leute aus dem Bett. Und das empfehle ich nicht unbedingt. Die können auf dem Lande nämlich ganz schön grantig werden. Haben wir gerade gemerkt. Aber ein absolut geiles Auto. Also das muss man mal sagen. Also Probefahrten dieser Arten haben wir ja auch nicht jeden Tag. Also er brummt ja richtig los. Ich glaube, wenn ihr das nachher sehen werdet, ich sehe das ja immer leider nicht, wenn ich Beschleunigungsfahrten mache, weil ich ja drin sitze. Aber also faszinierend ist das schon hier. Wahnsinnsgerät. Ja, und ich meine, solche außergewöhnlichen Autos, man weiß ja nicht, ob sowas morgen noch gebaut wird. Also batteriebetrieben kann ich mir sowas schlecht vorstellen. Das musst du spüren. Hier der Mittelmotor, hier sitzt man im Monocoque. Der Monocoque übrigens, wie auch hier drin, ist alles aus CFK, Kohlefaser, also möglichst leicht. Und dann so ein Aufwand wird heute bei vielen Autos so gar nicht mehr betrieben. Das ist ja noch ein klassischer Verbrenner, sage ich mal. Wer weiß,
wie lange es das noch gibt, aber ich kann euch eins sagen, die Autos wird es weitergeben, die wird man nicht verbieten, weil das ist das Tollste, was die Menschen ja zusammengebaut haben. Elektro ist eine ganz andere Geschichte, ist auch eine ganz andere Zeit, aber das hier, die Faszination mit so einem Wagen, wird auf keinen Fall ihren Wert und die Begeisterung der Menschen verlieren. Tja. Wahnsinn, wie das Ding losgeht. Naja, also Kraft zum Überholen hat er genug, das habt ihr ja gerade gesehen. Ein irres Teil, aber ich glaube, die muss man wirklich Auto fahren können. Da muss man sehr vorsichtig sein, aber auch eine leere Straße. Man muss sich natürlich grundsätzlich an die Geschwindigkeitsbegrenzung halten, machen wir auch. Und man muss sehr vorsichtig sein, weil mit dem Ding hat man was in der Hand, wo man sehr viel Schaden mit anrichten kann, aber für eine Sammlung ist so ein Auto unerlässlich. Da gibt es nicht viele und ich weiß das bei Kunden, die Leute stellen sich das gerade weg. Ihr dürft da nicht ganz vergessen, ein BMW 507 zum Beispiel kostet heute 2 Millionen Euro, plus minus 100.000. Da ist so ein Auto ja noch richtig günstig. Also bei dem, was er kann und was er leistet, ich glaube, die große Zeit dieser Autos, was den Neuwagenbau angeht, die ist bald vorbei, befürchte ich. Und auflegen tut man sowas gar nicht mehr. Macht richtig Laune. Ein Auto, was richtig Laune macht. Ja, also ein Auto, was mich total begeistert. Total irres Teil, was da Porsche gebaut hat. Wie gesagt, Porsche Carrera GT aus dem Baujahr 2006 natürlich. Also 1906 fällt ja nun jedem auf, dass ich da mein Protokoll nicht gelernt habe. Nein, also 2006. Der Wagen übrigens ist unter maßgeblicher Beteiligung von Walter Röhr konstruiert worden. Das ist passiert worden oder ist geschehen, da ist er gefahren mit dem Wagen Nordschleife Nürburgring. Und da ist er auch seinerzeit getestet worden als der schnellste Seriensportwagen überhaupt weltweit. Also die Rundenzeiten, die man da mit dem Auto gemacht hat, waren weltweit die besten. Und das Auto war ja auch lange an der Spitze, wenn ihr euch mal das Design von dem Auto anguckt, das ist ja total aufregend. Also auch von hinten, diese Wahnsinnsmaschine hinten drin, der Deckel, der so aufgeht, ein irres Triebwerk. Übrigens die Aussage zu dem Wagen von Walter Röhr seinerzeit war ja, dass sie das Auto begeistert hat, am meisten begeistert, die meiste Emotion gebracht hat von allen Porsche, die er jemals gefahren ist. Und der Mann ist ja wirklich weltberühmt, hat ja ganz große Rennerfolge eingefahren. Also er muss es wirklich wissen, wenn er das so feststellt. Es ist ja wirklich ein Wahnsinnsauto, wie man da sitzt. Also was die Faszination angeht, das pure Autofahren, ganz brutal, kann man das kaum toppen, meine ich. Wahnsinn. Ich wäre damit gerne mal auf der Autobahn, hier so in unseren ländlichen Gegenden muss man da sehr, sehr vorsichtig sein. Da hat ja hier immer wieder Radfahrer und so. Und leider ist es nass im Moment, weil es so geregnet hat die letzten Tage. Dann ist dieser Sound noch absolut wahnsinnig. Also das ist ein Auto, was fasziniert. Man muss aber auch gucken, es gibt ja viele Leute, die meinen dann, dass sowas hier schädlich ist und die ärgern sich über so einen Wagen, weil er vielleicht ein bisschen laut ist. In zweierlei Dingen, einmal vom Lärm und einmal auch vom Auftreten. Aber der Wagen ist halt faszinierend, das ist ein absolutes Faszinosum. Und dass deutsche Ingenieure sowas fertiggebracht haben, das finde ich toll. Das ist absolut eine irre Leistung, so einen Wagen auf die Straße zu bringen. Und dafür sollte man allen Respekt haben. Und dass es heute noch Leute gibt, ich meine, ich freue mich ja, dass wir auch so einen Wagen zur Verfügung gestellt bekommen haben. Also nicht nur zum Verkauf, sondern wir durften mal zeigen, wie der sich fährt. Wir haben teilweise auch Autos, die wir weiterverkaufen, die dürfen wir nicht filmen, das finde ich sehr schade. Wir könnten euch sonst noch mehr zeigen, weil wir haben auf Reserve ein paar ganz tolle Filme noch liegen, die wir schon gemacht haben.
Aber wer weiß, mit der Zeit kommt das bestimmt. Ich bin auch sicher, dass sich das Thema YouTube absolut durchsetzen wird, weil das mal zu spüren und zu erleben und zu fühlen, was so ein Auto kann, das ist doch absolut faszinierend, meine ich. Also sowas muss gezeigt werden und mir macht das auch Spaß. Aber es ist wirklich ein Anspruch und eine Herausforderung, jeden Tag einen völlig anderen Wagen zu fahren. Also ich brauche da auch, obwohl ich einigermaßen Erfahrung habe, immer wieder Eingewöhnung, damit mal zu fahren. Aber es ist ein irrer Anspruch, also macht echt Freude. Hört euch mal diesen Wahnsinn-Sound an, das ist ja unglaublich. Da kommt aber richtig Spaß auf. Also den würde ich auch gerne mal Nürburgring fahren, den Wagen. Also toll gemacht. Die haben ein irres Fahrwerk. Dann übrigens Carbonbremsen. Nee, Carbonbremsen? Keramikbremsen, ja doch. Keramik, natürlich, so richtig. Hier drin übrigens die ganze Ausstattung, alles teuerstes Carbon. Schaut euch mal die Türen an. Das ist also alles super gemacht. Man kann das nicht hochwertiger machen. Aber er hat keine technischen Helfer, das muss man wissen. Also keine Elektronik, die Fahrfehler verzeiht, das hat das Auto nicht. Das ist absoluter Wahnsinn. Irre. Also ich kann mir beim besten Willen nicht vorstellen, wie sowas mit dem Elektroauto funktioniert. Da habe ich leider nicht die Fantasie dazu. Das ist ja dermaßen faszinierend hier. Also es ist nicht zu fassen, was der Wagen kann, was der bringt. Das fasst einen richtig an. Ich kann mir nicht vorstellen, wie das mit dem Elektroauto. Ich habe jetzt gehört, dass irgendwie so ein neuer Tesla 1000 PS schaffen soll. Aber weiß ich nicht, ob mich das motiviert. Das mag schnell sein und alles Mögliche, aber so ein brummendes, summendes Etwas. Ja, also ich habe in unseren Kommentaren immer wieder gelesen, das heißt, sowas gibt es bald nicht mehr und das wird verboten werden, das glaube ich nicht. Also einmal ist das ein absoluter Weltmarkt und die können ja hier in Deutschland verbieten, was sie wollen, aber weltweit wird sowas nicht verboten werden. Damit behält das auch seinen Wert. Es gibt so viele Fans international, das könnt ihr ja auch sehen. Wir haben jetzt Mercedes 77 gefilmt, der hat im Moment täglich 15.000 Aufrufe. Das ist unglaublich und unsere Aufrufzahlen, die steigen weiter an. Weil Auto ist Faszinosum, das ist was ganz Besonderes, das ist ein bedeutender Teil Menschheitsgeschichte und das wird es bleiben. Ob nun die Grünen oder irgendjemand meint, was verbieten zu können, das ist mir relativ egal. Das ist ein Weltmarkt, eine Weltbegeisterung überall. Schaut mal in Amerika, da sind solche Autos, gibt es eine Geschwindigkeitsbegrenzung von 55 Meilen, aber da gibt es eine Wahnsinnsbegeisterung. Seht ihr an den Auktionen, was da drüben los ist in Laguna Seca oder die Panamericana. Die Begeisterung wird bei den Menschen bleiben. Ich führe so viele Telefonate jeden Tag. Das hören wir täglich bestätigt. Mache ich mir keine Gedanken und die Sorgen solltet ihr euch auch nicht machen. Und was hier in Deutschland mal wieder passiert oder nicht, lässt mich mittlerweile relativ kalt, weil ich die Politik sowieso nicht sehr ernst nehme, was man da so alles hört. Sollen sie machen, was sie wollen. Ich bleibe weiter begeistert und die Freude, das lasse ich mir nicht nehmen. Solltet ihr übrigens auch nicht tun. Ich sage euch voraus, es wird weiterlaufen. Wir werden auch eines Tages plötzlich wieder Atomkraftwerke haben, die sicher sind, weil man festgestellt hat, alles verbieten und abschrauben und abbauen, das funktioniert auch nicht. Also die Verbotsnummer ist nicht immer das Richtige. So, jetzt geht es nochmal den letzten Berg hoch. Ja. Ja. So sieht Spaß und Freude aus. Absolut scharfes Teil. Wir sind wieder zu Hause oder fast. Also wirklich, muss ich sagen, absolut faszinierend. Das fasst einen richtig an, das Auto, ein irres Teil. Und wer eine tolle Sammlung hat und sagt, da fehlt noch ein wirklich tolles Auto auf einem besonderen Platz, da ist der Wagen. Das ist was ganz, ganz Besonderes. Und wisst ihr, wer Fahrrad fahren will, der kann Fahrrad fahren. Aber wer sowas fahren möchte, wird das auch weiterhin können. Ist absolut klasse. Macht einen Riesenspaß. Jetzt halten wir kurz an. Ich sage euch noch so ein paar Dinge an dem Auto, dass ihr euch das mal genau angucken könnt, weil das ist wirklich ein wirklich geiles Auto. Anders kann ich das nicht sagen. Fasziniert mich. So, also erstmal diese wahnsinnigen ausladenden Türen. Schaut euch mal den Wagen an. Ich zeige euch jetzt gleich mal den Motor. Hier
Das war dieser irre Sound von der Rennauspuffanlage. Hier auch alles übrigens Carbon bei dem Auto und wirklich alles neuwertig. Also ich kenne den Besitzer, den Sammler, hat eine super Sammlung. Achtet auf jedes Auto, geht da mit dem Wattestäbchen rum. Es hat also auch Kollegen, die ihm das machen. Also wirklich ein Top-Auto, kann man nicht anders sagen. Jetzt schaut euch mal diesen absolut wahnsinnigen Motor an. Mittelmotor, 612 PS Porsche. Jetzt knallt natürlich die Sonne voll da rein. Wir haben heute ganz, ganz starke Sonne. Aber man sieht, glaube ich, erstens, dass die Maschine top gepflegt ist. Man sieht, dass das technisch ein absoluter Leckerbissen ist. VC-Motor, 5 Zylinder, jeweils auf jeder Reihe. Hier Carbon, ist einmalig. Also er hat eine 6-Gang-Schaltung, das habt ihr eben gesehen. Rückwärtsgang vorne, oben links. Und ja, geht wirklich wie die Feuerwehr. Also schaut euch das mal an, designtechnisch wahnsinnig schön gelöst, wie ich meine. Das Auto sieht echt klasse aus. Ab 120 Stundenkilometer fährt sich hier übrigens der Spoiler hinten hoch, damit er auf der Straße bleibt. Und unten drunter gibt es also noch, ja, wie sagt man, Luftleitlinie, nee, das nennt sich irgendwie anders. Was? Nee, Diffusor meine ich jetzt gar nicht. Also jeden Fall, dass die Luft unten drunter geleitet wird, so dass der Wagen wirklich gut am Boden bleibt. Bei den Geschwindigkeiten, der läuft 340 Spitze knapp, dass er dermaßen schnell und das Auto wiegt nicht so viel, dass der wirklich am Boden bleibt, dass da nichts passiert, ist alles optimal von den Ingenieuren geregelt. Ja, hier vorne schaut ihr, also auch alles Carbon, auch alles super in Zustand, könnt ihr sehen, die Fußanstiege Carrera GT. Alles toll. Und die Sitze, das habe ich eben selber gemerkt, also wie angepasst, wie ein Maßanzug. Man sitzt da super drin. Auto ist aber sehr, sehr hart gefedert, das muss er auch. Schaut mal hier, Türverkleidung. Top, alles Carbon, höchstwertig gemacht. Also wirklich auch eine tolle Tür. Übrigens auf geht die Tür, wenn man hier unten drunter greift. Da ist ein Hebel, guck mal hier, geht die Tür auf. Da sind die Lufteinlässe hinten für den Motor. Der braucht ja schön Kühlung. Das 10-Zylinder-Aggregat hat natürlich gerade als Sauger eine extreme Abwärme. Auto muss immer gut gekühlt sein. Wirklich faszinierend, der Wagen. Also so eine Probefahrt haben wir selten. Ich muss sagen, es hat mir eben echt auch richtig Spaß gemacht. Ich hatte schon viel gehört von dem Wagen. Mit der Kupplung muss man aufpassen, die kann man sich schnell mal kaputt fahren. Man muss da sehr vorsichtig schalten. Wobei das Problem ist beim Anfahren im ersten Gang, das hatte ich die ersten 2 Mal eben auch, aber dann nicht mehr. Man muss ihn kommen lassen, ohne Gas zu geben und dann zack, geht's gleich nach vorne. Dann geht er auch nicht aus. Ja, das ist unser Carrera GT aus dem Baujahr 2006, also wirklich ein totales faszinierendes Stück Automobilgeschichte, das muss man sagen. Übrigens wie im Rennsport, rechte Seite hat die Rennverschlüsse in Blau, könnt ihr hier vorne sehen, da sind die Carbonbremsen. Also es ist nur das teuerste verwendet worden, rechte Seite blau, die Zentralverschlüsse. Wenn wir jetzt auf die andere Seite rübergehen, könnt ihr sehen, dass die gleichen Verschlüsse rot sind. Wie gesagt, alles aus dem Rennsport. Dann der Zustand des Autos ist wirklich absolut top. Also der Wagen ist neuwertig gepflegt. Hier sind die Recaro-Rennsitze, die man sich gut einstellen kann. Ich bin 1,84 Meter, habe also wirklich gut Platz in dem Wagen. Das hatte ich eben auch. Da ist ein Stück Wasser. So, das hatte ich eben auch und da hinten ist sogar noch Platz. Also auch für Leute, die 2 Meter groß sind, die haben da Platz. Lenkrad ist nicht abgegriffen, Armaturenbrett, alles in einem Top-Zustand. Auch die Ledersitze sind wirklich in einem sehr, sehr guten Zustand. Da ist nichts kaputt oder beschädigt. Das ist wirklich ein einmalig guter Wagen. Also ich weiß von vielen, die sind immer damit auf die Rennstrecke gegangen, haben dann einen Dreher gemacht, sind ins Kiesbett geflogen. Da ist so ein Wagen schnell kaputt und da ist ein Schaden von 50 oder 100.000 ganz schnell passiert. Man muss richtig aufpassen. Und wie gesagt, es gibt immer mehr, die irgendwie mal kaputt waren oder so, das ist das Auto nicht hier. Kommt aus einer Top-Sammlung, super Zustand, deutsches Auto, also wirklich wunderschön. Ja, was gibt es noch zu sagen? Auto steht bei uns in Beuerberg, könnt ihr euch bei uns jederzeit besichtigen. Freue mich da auf euren Besuch, ist mal wieder ein irres Teil und ich habe so ein bisschen gehört, ich glaube, wir bekommen noch einen, aber in einer anderen Farbe. Dieser ist ja Silberleder schwarz, sicherlich auch ganz spannend. Ich wünsche euch alles Gute, ich hoffe, das hat uns wieder Spaß gemacht. Heute mal ein richtig scharfes Rennen mit 612 PS. Richtig scharfe Probefahrt. Ich wünsche alles Gute. Bis zum nächsten Mal. Euer Stefan Lufschitz. Okay, ciao.